Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch aus dem höchsten Bewusstsein, aus dem tiefsten Verankertsein in diesem Moment, in jedem Moment, die Wahrheit, die Weisheit zu offenbaren, die in euch, in dir ruht und die sich ihren Ausdruck durch uns sucht. Wir sind, was du bist, was wir sind, und somit ist dein volles Erlauben unseres Seins, das Erlauben deines Seins. Du bist nicht getrennt. Und aus diesem Nicht-Getrenntsein heraus ergibt sich, dass alles, was dich umgibt, du selbst bist. Du bist gestützt von dir, wenn du dich gestützt fühlst. Du bist geführt von dir, wenn du erlaubst, geführt zu sein. Du bist eins mit allem, wenn du dir erlaubst, in Harmonie mit dir selbst zu sein. Alles um dich herum ist dein volles Erlauben. Und wir möchten heute zu dem Thema der Zeit zu euch sprechen, zu der Frage, wie kommt es, dass Zeit existiert? Was ist Zeit? Und wie lässt sich Zeit auf höchste Weise leben, transformieren und jenseits von Zeit existieren? Zeit ist Dimensionalität. Zeit gibt euch die Möglichkeit, euch zu verorten, euch zu verabreden, euch auf grobstofflicher Ebene in der Vielfalt zu treffen. Es braucht keine Zeit, und doch ist die Zeit euch gegeben, um zu erkennen, dass es keine Zeit braucht. Das Zeitgefühl kann entweder geknüpft sein an die Uhrzeit oder an die Harmonie. Ist das Zeitgefühl an die Harmonie geknüpft, so braucht es keine Uhrzeit, denn der perfekte Zeitpunkt ist nicht der verabredete Zeitpunkt. Der perfekte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt, an dem beide zusammenkommen. Die Zeit ist erfunden für euch, um zu ergründen, wie Kontrolle auch in der Grenzenlosigkeit möglich ist. Die Zyklen, die durch Tag und Nacht, durch Jahreszeiten gegeben sind, diese Zyklen wurden durch euch benannt, um mehr Einfluss zu haben aus dem kleinen Sein heraus, um mehr zu kontrollieren aus dem kleinen Sein heraus, um besser richtig und falsch zu definieren aus dem kleinen Sein heraus. Der verabredete Zeitpunkt, der ohne Zeit verabredet ist, folgt der inneren Stimme, folgt dem Fühlen aus dem Herzen. Der verabredete Zeitpunkt, der definiert ist auf einer Achse, der definiert ist auf einem messbaren Maßstab von Zeit, ist kontrollierbar, ist belegbar und lässt sich somit in ein richtig und falsch einsortieren.
Die Erfahrung des Menschen also durch diese Evolution aus der Zeitlosigkeit in die Zeitlosigkeit über die Zeitmessung zu gehen. Die Evolution des Menschen ist das sich bewusst befreien in die Zeitlosigkeit, aus der Zeitlosigkeit. Der Mensch kommt aus der Zeitlosigkeit, er hat sich den Zyklen gemäß bewegt. Doch mehr und mehr hat er die Zyklen als Maßband genommen, als Maßstab für Verabredungen. Und somit hat er mehr und mehr die Macht an äußere Umstände abgegeben. Das ursprüngliche Fühlen von wir wollen uns treffen, also sehen wir uns, ist geworden zu wir wollen uns treffen, also verabreden wir uns, ist geworden zu wir definieren, dass wir uns treffen wollen, also definieren wir einen Zeitpunkt, zu dem wir uns treffen und definieren ein richtig und falsch, wenn derjenige pünktlich oder nicht pünktlich erschienen ist, gehen in die Wertung, ob der andere uns treffen wollte oder nicht, um uns dann in diese Enge so eng zu fühlen, dass wir uns daraus befreien wollen. Und so gibt es mehr und mehr den Drang des Menschen in die Zeitlosigkeit hinein zu erlauben. Wir wollen nicht sagen, zurückzufinden, denn es ist ein Hineinerlauben, das zu jeder Zeit und immer möglich war und immer möglich ist. Das Annehmen einer Zeitachse findet in der dreidimensionalen Ebene statt, gibt Sicherheit und ermöglicht Messbarkeit. Das Loslösen dieser Zeitachse von dieser Zeitachse, das Auflösen dieser Zeitachse bedeutet Herzensklarheit, Vertrauen, das aus dem Wissen kommt, dass du geführt bist. Es braucht Übung zu vertrauen. Nicht, weil du nicht vertrauen kannst, ohne vertraut zu haben. Nein, weil jedes Vertrauen nicht dafür da ist, zu ernten, sondern dafür da ist, zu vertrauen. Vertraust du also dem Lauf der Dinge, wissend, dass alles für dich geschieht, so ergibt sich dir ein Strom der Zeit, der zeitlos ist. Es ergibt sich dir, dass du zur richtigen Stelle, am richtigen Ort bist, im richtigen Moment, dem richtigen Menschen begegnest. Es ergibt sich dir, dass an den du denkst, ein Telefonat von dir ausgeht oder von diesemjenigen ausgeht. Es ergibt sich dir, dass das, was sich stimmig anfühlt, geschieht, dass das, was sich nicht stimmig anfühlt, nicht zustande kommt. Es ergibt sich dir, indem du erlaubst und vertraust. Es ist eine große Übung, eine herausfordernde Übung, in die Zeitlosigkeit hinein zu erlauben. Und wir regen dich und euch hier nicht dazu an, von einem Moment auf den anderen jede Art von Zeitgefühl in den Wind zu schießen. Wir regen dich und euch dazu an, in dem Rahmen deines Alltags mehr und mehr zu fühlen, mehr und mehr auf das Innere zu vertrauen. Es beginnt schon mit dem Start in den Tag. Fühlst du dich genährt und ausgeschlafen und stehst aus diesem Grunde auf, weil die Zeit gekommen ist? Oder spürst du den Drang, dies und jenes zu erledigen, zur Arbeit zu gehen, das Essen für die Kinder vorzubereiten, diesen jenen Anruf zu machen, der noch ansteht, und stehst deshalb auf?
nicht zu deiner Zeit, nein, zu der definierten Zeit, zu der aus dem Druck entstandenen Zeit, vielleicht gar durch den Wecker bestimmten Zeit. Es beginnt bereits beim Aufstehen. Jeder von euch steht an einer unterschiedlichen Stelle bezüglich seines zeitlichen Rhythmus und der zeitlichen Freiheit. Vielleicht gibt es einen Tag, vielleicht auch mehrere in der Woche, die du für dich als Zeit frei definieren kannst. Einen Tag, an dem du nicht durch einen Gedanken, durch den Wecker, durch einen äußeren Einfluss, durch ein äußeres etwas von dir wollen, den Tag startest. Einen Tag, an dem du zu deiner Zeit aufstehst, den Tag begrüßt, an dem du zu deiner Zeit dich unter Menschen begibst, an dem du zu deiner Zeit für dich sorgst, offen für andere bist und dem folgst, was sich für dich stimmig anfühlt. Unsere Empfehlung für dich und für euch also hier ist, dass ihr eine Kombination wählt aus der Struktur eures Tages, eures Geschehens und dem mehr und mehr Vertrauen, dass ihr zur rechten Zeit erinnert werdet, dass dieses und jenes jetzt auf euch wartet. Ihr werdet erinnert. Ihr wisst und habt jeweils bereits erfahren, wie die innere Uhr euch weckt. Es ist keine innere Uhr. Es ist ein Erlauben der Verbundenheit. Weißt du also, dass du am nächsten Tag dies und jenes hast und deshalb frühzeitig aufstehen möchtest? Ist dir dies gegeben? Wir sagen nicht, dass es in vollkommener Übereinstimmung ist mit deinem optimalen Tagesstart. Wir sagen jedoch, dass indem du dich verbindest mit dem Bewusstsein, dieses oder jenes an dem Tag erfüllen zu wollen, dass du mit diesem Bewusstsein bereits mit dem Feld verknüpft bist und somit durch dieses Feld geweckt wirst, durch dieses Feld erinnert wirst. Du magst also mit Dingen beginnen, bei denen es nicht gar so wild ist, wenn sich zeitlich etwas verschiebt. Vielleicht ist es die Verabredung mit einem Freund, der Verständnis hätte, wenn du nicht zur rechten Zeit, viel zu früh, viel zu spät da wärst. Du magst beginnen, indem du alles machst wie vorher, doch in dem Moment, in dem du unterwegs bist, deine Ankunftszeit vollkommen in göttliche Hand legst. Anstatt zu sagen, lass mich pünktlich ankommen, mag dein Inneres nun danach rufen, lass mich zur vollkommenen Zeit dort sein. Lass mich auf vollkommene Weise genau zur rechten Zeit dort sein. Und ja, das Vokabular ist momentan auf die Zeit ausgerichtet. Auch hier findet eine Veränderung statt. Die Zeitlosigkeit birgt in sich doch die Zeit. Die Zeit jedoch ist ein Gefühl für den rechten Moment. Der rechte Moment ist jeder Moment. Befindest du dich also im vollkommenen Hier und Jetzt, so ergibt sich aus diesem vollkommenen Hier und Jetzt jeder neue Moment auf vollkommene Weise. Und so fühlst du
wo es dich hinzieht. So fühlst du den Impuls für den nächsten Schritt. Du kannst vollkommen zeitfrei, zeitlos im Moment sein und dich doch in dieser Welt zurechtfinden, die kollektiv auch im Wandel befindlich ist. Du magst dich nun fragen, ergibt es Sinn, noch Termine zu machen, noch zu planen? Ergibt es Sinn, wenn ich mich doch von der Zeitachse lösen will, mich zu verabreden, einen Terminplaner zu führen? Wir sagen, jeder von euch befindet sich in seinem Spiel. Je mehr du merkst, dass es ein Spiel ist, desto leichter fällt es dir, das Spiel mit Leichtigkeit und Freude zu spielen. Erkennst du also an, dass dieser Terminplaner, dass deine Terminplanung Teil der Zeitlosigkeit ist, so kannst du diese Struktur, die ihr euch kollektiv geschaffen habt als Menschheit, die Zeitstruktur nutzen, um in ihr zu spielen und derweil über sie hinauszugehen. Je mehr du deinen inneren Impulsen folgst, desto klarer wird dir, dass du alle Zeit der Welt hast. Und somit ist eine Terminplanung nicht mehr gebunden an dort kann ich, da kann ich nicht. Sie richtet sich nach dem Gefühl deines Herzens. Du verwendest also die noch gegebene Struktur, um sie mit deinem intuitiven, klaren Blick für das, was sich stimmig anfühlt, zu füllen. Du verwendest die Struktur, um in sie hinein die sich dir zeigende Zeit zu planen. Und so befindest du dich nicht mehr in der kognitiven Planung, in dem kontrollierenden, ich kann nur dort, ich habe hier Zeitfenster und dort Zeitfenster, also stelle ich all diese Zeitfenster zur Verfügung. Du bewegst dich von der kognitiven Planung weg hin zu der intuitiven Planung. Du magst noch so viele Zeitfenster haben, denn du fühlst, die Zeit ist nicht, was dich unterjocht. Die Zeit ist, was dich befreit, denn sie steht dir in unendlichem Maß zur Verfügung. Sie ist einfach da. Es ist nicht die Zeit, die da ist. Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass das, was da ist, Endlosigkeit ist, Freiheit ist, Ewigkeit ist. Je mehr du versuchst, die Zeit effektiv zu nutzen, desto knapper wird sie. Je mehr du versuchst, dein Leben so effektiv wie nur möglich zu nutzen, desto kürzer erscheint es dir. Aus unserer Sicht wird das Leben kürzer, wenn du allzu viel darin unterbringen möchtest. Denn du haftest an das an, was du in dreidimensionaler Form schaffen kannst. Löst du dich davon und erkennst, dass das Schaffen nicht im Tun zu finden ist, dass das Schaffen hingegen im Sein befindlich ist, so erlaubst du dich mehr ins Sein hinein, hebst damit deine Frequenz und trittst in die Unendlichkeit des Seins ein. Diese Unendlichkeit des Seins wird durch deinen Körper getragen. Ihr befindet euch an einer Stelle,
in der menschlichen Evolution, wo ihr mehr und mehr die Grenzen des Alters durchschreitet. Wir sagen nicht überschreitet, wir sagen durchschreitet. Ihr löst euch von der Anhaftung, von einem bestimmten Lebensalter an eine bestimmte Lebenserfahrung, an eine bestimmte Lebensqualität, an einen bestimmten Körper. Ihr löst euch hinein in das Erlauben, dass jedes Alter, sei es noch so gebunden an die Zeit, den Beginn eurer Reise auf der Erde, dass jedes Alter einen neuen Zauber mit sich bringt, dass jedes Alter tiefere Tiefe, höhere Höhe ermöglicht. Und somit löst sich auch hier die Messbarkeit auf. Du misst deine Erdenzeit nicht mehr an deinem Aussehen. Du misst dein Aussehen nicht mehr an deiner Erdenzeit. Du misst deinen Erfolg nicht mehr an deiner irdischen Zeit. Du misst deine irdische Zeit nicht mehr an deinem Erfolg. Du lässt dich darauf ein, dass dein Sein das A und O deiner Existenz auf Erden ist. Und somit ist, je älter du wirst, und wir sagen das nicht in irdischen Jahren, wir sagen das in Weisheit, je älter, je weiser du wirst, desto mehr verblasst der Drang nach dem Füllen der Unendlichkeit. Du magst wahrnehmen, dass der Versuch, die Unendlichkeit zu füllen, mit all so viel Wert zu füllen, mit all so viel Erlebnissen zu füllen, zum Scheitern verurteilt ist. Denn Unendlichkeit lässt sich nicht füllen. Sie ist erfüllt, unendlich erfüllt. Und doch ist es erfüllend, über kurz, nicht über lang, all diese Erfahrungen hineinzufüllen in das Leben. Und dafür sind dir all diese Erfahrungen gegeben. Dein Leben ist niemals zu kurz für die Erfahrungen, die du machen möchtest, die du haben kannst. Dein Leben richtet sich nach den Erfahrungen, die du suchst, nach den Erfahrungen, die dir möglich sind, nach den Erfahrungen, die für dich auf dich warten. Dein Leben richtet sich nach all jenen Erfahrungen, die für dich bestimmt sind. Je tiefer du dich auf das Leben einlassen kannst, auf dein Sein einlassen kannst, desto weniger sinnlos wird dein Leben, wenn es all diese Erfahrungen bereits erlebt hat. Du kannst umgehen mit der Zeitlosigkeit. Du kannst umgehen mit den Erfahrungen, die hinter den Erfahrungen zu finden sind. Du kannst umgehen mit der Liebe, die als einziges bleibt, wenn doch all diese Erfahrungen in der Endlichkeit verblassen. Mit diesem Umgehen können, mit der Zeitlosigkeit, öffnest du dich für die Zeitlosigkeit und findest dich in einem unbegrenzten Leben. In einem Leben, in dem du nicht selbst definieren musst, gemäß kollektivem Bewusstsein, dass du zu diesem oder jenem Zeitpunkt in dieser oder jenen Zeitspanne dazu bestimmt bist, die Erde zu verlassen. Dass du dich nicht auf der Erde halten musst und nicht danach suchen musst, aus der Erde herauszutreten, aus der irdischen Erfahrung Abschied zu nehmen. Du lässt dich ein auf das, was ist, und tauchst mehr und mehr in die Tiefe des Seins, welche dir alle Erfahrungen schenkt, seien es Begegnungen,
Seien es Lichtmomente, in denen du das Licht verbreitest und anderen zu Kosten gibst. Seien es Seinsmomente, in denen du fühlst, dass alles Licht der Welt dich durchfließt, dass du als Licht der Welt alles durchfließt. Ganz gleich, welche Momente es seien. Du kannst dich einlassen auf die Zeitlosigkeit, das Jenseits der zeitlichen Achse, der zeitlichen Messbarkeit. Alles in allem ist die Zeit ein Hilfsmittel für die Kontrolle. Sie gibt dir Sicherheit. Sie gibt dir das Gefühl von Fülle, von Leere, von Klarheit, von Verwirrung, je nachdem, wonach du suchst. Die Zeit, erkannt in ihrem Wesen, ist Ewigkeit, ist Grenzenlosigkeit, ist vollkommene Freiheit. Du kannst diese vollkommene Freiheit in jedem Moment finden, in jedem Moment fühlen, in jedem Moment sein. Und genau dazu laden wir dich ein, die Grenzenlosigkeit zu sein. Wir lieben dich, wir lieben euch, wir lieben. Wir wissen, dass in jedem Moment eure Meisterschaft liegt, dass jeder Moment, in dem du dich ganz erlaubst in deiner Vollkommenheit, jeder Moment, in dem du dich nicht zwingst, dich hingegen ganz loslässt in dein Sein hinein, dass jeder dieser Moment deine Erleuchtung ist. Alles ist Liebe, alles ist eins. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.